Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich die ganz neue Upgrade-Version des RC-ERA C138 für euch. Und zwar die RC-ERA C138 Pro, hier in der österreichischen Polizeivariante. Im Grunde ist dieser Ranger natürlich der gleiche Ranger, wie den ich euch schon mal gezeigt habe. Nur, dass wir hier jetzt ein Beleuchtungsupgrade bekommen haben. Und hier ist der Höhensensor verbaut. Und was bei der Pro-Version immer ist, wir haben hier immer die bessere Fernsteuerung mit dabei. Da ich ja schon ein ausführliches Video zum C138 gemacht habe, werde ich euch in diesem Video auch nur die neue Version einmal genauer zeigen und dann gehen wir auch schon fliegen. Packungsinhalt, Fernsteuerung und Funktionen sind hier ja komplett identisch. Wenn euch das nochmal näher interessiert, schaut euch gerne mal das Video zur roten C138 an. Das verlinke ich euch mal hier oben. Ansonsten würde ich sagen, legen wir sofort los. Let's go! Ja, werfen wir auch hier mal einen kurzen detaillierten Blick auf die RC-ERA C138 Pro. Durch den geringeren Preis haben wir auch hier wieder nicht ganz so viele Details am Rumpf, wie das bei den ECs zum Beispiel der Fall ist. Aber ich finde den Ranger trotzdem sehr gelungen und echt sehr schick. Optisch ist er natürlich auch komplett identisch zu der ersten Version des C138, nur hier jetzt im Design der österreichischen Polizei, was ich auch richtig cool finde. Und natürlich ganz speziell hier bei der Upgrade-Version ist natürlich die Beleuchtung. Da haben wir jetzt nicht nur vorne den großen Scheinwerfer und hinten die LED, sondern wir haben auch vom Werk aus schon die seitlichen Positionsleuchten verbaut. Das hat man ja bei der ersten Version schmerzlich vermisst. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, warum man die Beleuchtung jetzt hier nur mit Klebeband festgemacht hat. Das sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Da müsste man vielleicht selber noch mal ran, um das etwas schöner anzukleben. Ansonsten ist er wie gesagt vom Aufbau her komplett identisch mit der ersten Version. Wir haben die Türen abgeformt und auch hier oben die Lüftungsgitter für die Turbinen dargestellt. Auch die hinteren großen Klappen an den Seiten des Rangers sind hier schön angedeutet. Vorne haben wir noch zwei Antennen und einen Cable Cutter angebracht. Der komplette Ranger ist auch hier matt lackiert und die Scheiben sind hier ebenfalls matt schwarz. Die Rotorblätter sind dieses Mal hier in schwarz gefertigt und auch der Rotorkopf ist hier komplett in schwarz gehalten. Die Rotorwelle besteht hier natürlich auch wieder aus Aluminium und der Rotorkopf aus Kunststoff. Angesteuert wird die Taumelscheibe wieder von 3 Mikroservos. Angetrieben wird der Ranger auch wieder von Brushed-Motore. Der Hauptrotor wird hier über Ritzel- und Zahnrad angetrieben und der Heckrotor natürlich wieder direkt. Die Lackierung und die Decals wurden hier auch ganz gut gemacht. Sieht auch wirklich schick aus. Die ganze Elektronik sitzt natürlich wieder im Inneren des Rumpfes, der Akku wird wieder hier unten eingesetzt und dann können wir den Ranger über den Knopf auf dem Akku einschalten und mit der Fernsteuerung verbinden. Hier hinten unter dem Ranger haben wir diesmal auch einen Höhensensor verbaut, der ist bei der Polizeiversion, denke ich mal, auch standardmäßig mit an Bord. Der Rotorkreis des Rangers beträgt 305 mm, die Länge beträgt ungefähr 300 mm. Der Ranger hat ein Abfluggewicht von ca. 110 Gramm und eine ungefähre Flugzeit von 10 bis 12 Minuten.
Zum Abschluss wie immer ein kurzes Fazit. Optisch finde ich den Ranger wirklich richtig klasse. Die Polizeilackierung sieht richtig schick aus. Auch hier sind natürlich wieder nur Brushed-Motore eingebaut. Dafür ist der Ranger preislich aber nicht ganz so hoch angesetzt. Fliegen tut er auch wie gewohnt wieder richtig gutmütig und stabil. Auch mit dem Höhensensor ist das für Anfänger ein bisschen angenehmer, aber auch ohne Sensor fliegen die eigentlich schon richtig gut. Die neue Beleuchtung an den Finnen ist jetzt auch ganz schick, allerdings hätte man die vielleicht etwas schöner befestigen können. Da muss man, denke ich, nochmal selber ran, um das ein bisschen schicker zu machen. Ja, ansonsten alles wie gehabt. Die Auto-Start- und Landefunktion und das Höherhalten klappt ganz gut, das kennen wir ja alles schon. Die Stabilisierung funktioniert natürlich auch so wie bei den anderen RC-Ära Jet Rangern. Wind mag die natürlich auch nicht so besonders, da würde ich auch wieder empfehlen, eher bei windstillen Tagen zu fliegen. Was ganz gut ist, dass die Pro-Version jetzt auch immer die bessere Fernsteuerung dabei hat. Das ist zum Steuern schon ein bisschen besser als die ganz einfache. Wenn euch die neue C138 Pro gefällt, schaut mal gerne unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch den Link eingestellt, über den ihr die Pro-Version kaufen könnt. Lasst mir auch gerne ein Like da und schreibt mir unten in die Kommentare gerne mal eure Meinung zu den Jet Rangern. Dann würde ich sagen, war's das wieder mit dem Video. Abo und Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.